Für die Kriminalitätsverhinderung gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben natürlich den großen Bereich Predictive Policing, also die vorhersehende Polizeiarbeit, wo man mittels Big Data und KI vor allen Dingen versucht, sehr, sehr viele Daten zu sammeln, die wichtig sein könnten zur Prognose eines zukünftigen kriminellen Ereignisses. Wir haben aber auch andere Sachen, sowas wie Smart Living, Smart Home zum Beispiel, wo wir von außen auch unser Haus beobachten können, wenn wir auf Reisen sind zum Beispiel. Wir haben sowas wie intelligente Kameraüberwachung, die zwar vor allen Dingen auch im forensischen Bereich benutzt wird, aber auch eine gewisse abschreckende Wirkung hat und wo man auch Gefahrensituationen erkennen kann und verhindern kann. Was wir allerdings sehen müssen, dass das alles Anwendungen sind, wo man versucht, letztendlich soziale Probleme technisch zu lösen. Man kann sich auch ganz andere Formen von Prävention durch Digitalität vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass wir versuchen, auch die sozialen Medien zum Beispiel, sowie auch zum Beispiel den öffentlichen Rundfunk dafür nutzen, um Integration zu leisten in der Gesellschaft. Dass wir also versuchen, hier zu ganz neuen Modellen von Kommunikation zu kommen, mittels derer die Gesellschaft eher miteinander gut kommunizieren kann, auch im digitalen Zeitalter, wo wir also versuchen, zum Beispiel Hasskommentare über KI-Anwendungen zum Beispiel zu finden, aber insgesamt ein gesellschaftliches Klima erschaffen, wo es keine gesellschaftlichen Verlierer gibt, wo wir keine Ausgrenzung haben oder Diskriminierung über Kommunikation, über digitale Medien. Menschen, die sich immer überwacht fühlen, sind letztendlich keine freien Menschen mehr. Das heißt, wir erkaufen uns hier gewisse Sicherheiten zulasten der freien Meinungsäußerung zum Beispiel oder zulasten des Vertrauens in Institutionen. Denn Institutionen, über die wir immer überwacht werden, denen müssen wir eigentlich kein eigenes Vertrauen mehr entgegenbringen, denn wir werden ja kontrolliert. Also das ist ein schwieriger Bereich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass auf alle Fälle jede Form von Überwachung unsere Freiheitsrechte einschränkt, sondern es geht darum, die tatsächlich klug zu dosieren und in allen den Bereichen, die wir selber ja gar nicht erfassen können. Wie gesagt, der Bereich KI, Kinderpornografie zum Beispiel ist hier ein schönes Beispiel. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man hier gewisse Technologien in die Internetkommunikation einzieht, um solche Dinge zu finden. Das heißt aber noch lange nicht, dass überhaupt alles, was im Bereich Social Media unterwegs ist, überwacht werden müsste. Also hier muss man schauen, dass man zu einem ausgewogenen Verhältnis kommt und digitale Technologien, Überwachungstechnologien nur da einsetzt, wo sie wirklich sinnvoll sind. Ja, Predictive Policing insgesamt ist eine interessante Angelegenheit. Also man kann sehen, dass darüber auch tatsächlich Erfolge erzielt werden können. Man muss allerdings auch beim Predictive Policing genau wissen, wie weit das eigentlich gehen soll. In den USA gibt es Projekte, wo es tatsächlich schon eine aufsuchende Polizeiarbeit gibt, weil bestimmte Personen in ein Raster hineinfallen und eventuell in Zukunft ein Verbrechen begehen könnten. Dann klopft die Polizei da an die Tür und sagt, wir haben sie im Blick und fragt auch danach eventuell, wie kann man ihnen helfen, aber trotzdem, hier werden Personen kriminalisiert, bevor sie eigentlich etwas getan haben. Und das könnte auch unsere Zukunft sein. Ein anderes Beispiel ist ein großes Projekt in den USA, an dem schon 5 Millionen Schülerinnen und Schüler beteiligt sind. Der Name ist Gaggle. Hier wird über KI die Kommunikation, also sämtliche Kommunikation von Schülerinnen und Schülern einzelner Schulen überwacht. Die müssen sich dann eine bestimmte Software runterladen, um Informationen über alles, was in der Schule passiert, zu erhalten. Und gleichzeitig wird ihr Aufenthaltsort aufgezeichnet und bewertet und genauso gut auch ihre gesamte soziale Kommunikation. Und das Ziel ist eigentlich ein präventives Ziel, nämlich man versucht hier Schülerinnen und Schüler zu identifizieren, die eventuell Amokläufe begehen möchten oder auch Schülerinnen und Schüler, die sich umbringen wollen. Hier wurde dann auch schon vom Anbieter behauptet, hier hätte es einige gute Erfolge gegeben, aber das ist natürlich dann eine Totalüberwachung, die auch noch gebunden ist an den Bildungsauftrag der öffentlichen Hand. Und das sind Bereiche, die wir sicherlich so nicht verwirklicht sehen wollen bei uns in Deutschland.